Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unser nächster Kandidat ist der 2010er Ford Mustang GT von Falcon Tires. Also Falcon Tires sind ein Felgenhersteller, ne? Gut, aber da muss ich euch wahrscheinlich eh nicht erklären. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil zu einem die Verpackung beschädigt war. Zum anderen hat er hier auf der Motorhaube Lackfehler. Da hat er wie eine Art Orangenhaut hier. Und dann hat er hier Lackschäden an der Stoßstange. Hier. Also allgemein hat er hier ein bisschen Verarbeitungsfehler. Auch hier, seht ihr das? Das ist auch nicht so schön. Auf der anderen Seite ist es nicht. Obwohl hier ist der Übergang besser. Hier wird er schlechter. Und hier fängt er schon schlecht an. Und hört auch schlecht auf. Aber ein sehr klappriges Modell, ne? Irgendwas stimmt mit der Motorhaube nicht. Ja, Greenlight. Hat schon mal bessere Modelle auf den Markt gebracht, ne? Weil da sind ja jetzt so Fehler, die jetzt nicht auf dem Transportweg oder so passieren. Das sind Fehler, die kamen so aus dem Werk raus, ne? Und wenn man überlegt, man zahlt jetzt so für so ein Greenlight, weiß ich, 70 Euro, 80 Euro rum, dann ist das schon sehr ärgerlich. Und besonders wenn dann hier auch schon Farbe abgeht. Weil das alles hier nicht so richtig sitzt. Aber, positiv zu erwähnen, Motorraum, Motorhaube, Kofferraumdeckel, Türen gehen auf. Und an sich sieht ja auch gar nicht so verkehrt aus, wenn man sich jetzt nicht an diese Sachen stört. Ne? Die Farbkombination ist cool. Sieht schön aus. Mal was anderes und ist definitiv ein Blickfang. Und so, da fangen wir an. Erstmal die 100 Schrauben lösen. Oh Gott, Corona. Nein, Spaß, ich habe kein Corona. Einfach nur eine scheiß Erkältung, die mich wieder abfuckt. So. Das Schöne an diesem Channel ist, ich gehe gar nicht auf diese ganzen Themen, die gerade so in der Welt kursieren, ein. Hier geht es rein nur um Modellautos. Um ab und zu mal um ein paar echte Autos, um Schrottplätze, sowas. Also ich werde hier keine Moralpredigen über Impfen machen, keine Moralpredigen über Corona oder die Regierung oder keine Ahnung was. Ich als die Mann. Machen schon andere genug, da brauche ich das ja auch nicht auszumachen. Und so Influencer bin ich jetzt auch nicht. Scheiß. So. Also in dieser Nacht wird auch ein Modellauto mehr zerlegt als sonst. Normalerweise zerlege ich immer nur 4 Autos. Heute sind es 5, wobei der 5. eigentlich ein Auffüller ist. Auffüller sind die Modellautos, die schon vor Ewigkeiten schon mal zerlegt worden sind. Und inzwischen sind die Teile ausverkauft. Und ich sehe auch gerade hier einen Verarbeitungsfehler. Seht ihr das? Oh. Und da sind die Teile jetzt ausverkauft und ich muss jetzt wieder neu bestücken. So. Schrauben für die Vorderachse. Schrauben der Hinterachse. So, jetzt können wir mit der Demontage der Achsen anfangen. Eine der meistgestelltesten Fragen, ne? Wie kriege ich die Felge runter? Ich sage euch ganz ehrlich, bei Norev ist das ja, Norev Burago ist das ein Kinderspiel. Aber bei allen anderen Herstellern ist das so ein Kotzthema. Die Felgen sind schon cool. Wobei hier ist nicht richtig auslackiert. Ah, kann ich nicht einfangen. Doch, jetzt. Seht ihr da? Ist nicht auslackiert richtig. Da schimmert die Grundierung durch. Und da, das Schwarze da ist Kratzer. Die Felge sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Ja.
So. Die Domstrebe runter, weil sonst kriege ich den Motor nicht raus. Und der Motor sieht schon mal cool aus. Das ist echt, ich würde schon fast sagen, auf Autoart-Niveau, der Motor. Also da haben sie auf einmal reingeklotzt. Guck mal, selbst die Getriebe. Oh, wow, mit Verkabelung, fetten Vorzeichen. Steht hier, powered by Ford. Sogar selbst Ölprüfstab kann man erkennen. Schon nicht schlecht, also da kann man nicht meckern. Alter, sehe ich das gerade richtig? Die Schraube ist schon vom Werk aus durch? Ja, tatsächlich, die ist durch. Seht ihr? Die ist schon komplett rund. Hier sieht die normal aus und da ist sie schon komplett durch. Ah, krass. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Da hat ein Chinese den richtig reingeprügelt. So, jetzt komme ich auch mit meinem Werkzeug nicht da dran. Tja. Fängt ja schon mal gut an hier, ey. Oh mein Gott. Guck mal, auch die Schraube ist scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Diffuser. Da haben die auf jeden Fall Scheiße gebaut im Werk. Das ist eigentlich ein fabrikneues Modellauto, wohlgemerkt, ne? Da kam ja hier auf den Schrott eigentlich wegen der kaputten Verpackung und wegen den kleinen Details, aber die sind mir mehr aufgefallen als dem Importeur. Dem ist nur die kaputte Verpackung aufgefallen. So, schon ein bisschen robust der hier. Das Blöde ist, das muss sich jetzt irgendwie aufdrehen. Das einfach so abziehen. Boah, haben die das Gewinde geschrottet. Da. Total im Eimer das Gewinde. Uah. Oh, ein Gurt, der in der Luft hängt. Aber er hat Gurte. Schon mit den gelben Streifen, das sieht echt cool aus. Und das ist keine Automatik, das ist ein Schalter. Zumindest hat er die Gänge auch drauf. Geht die Stoßstange fast von alleine ab. Schöne Stoßstange. Oh, und die Motorhaube geht auch schon ab. Ein Scheinwerfer. Der zweite. Nummernschild.
Und Scheibenwischer ist auch schon rausgekommen. Knapp an der Windschutzscheibe vorbei. Toll. Aufgegangen. Warum geht die eine Scheibe wie von alleine raus und die andere geht kaputt? Da geht ja auch schon die Windschutzscheibe raus. Es behält sich das Modellauto auf einmal beim Zerlegen. So, wir haben Armaturenbrett gespannt. Oh, kein Navi. Aber sonst eigentlich ganz gut geworden, ne? Die Knöpfe sind alle ausgemalt. Vorzeichen ist drauf, Taranzeige ist drauf. An sich nicht schlecht. Ne? Auch mal was Positives mal zu erwähnen. Nicht nur negativ. Wobei sich dieses Modell ja noch nicht so richtig von der positiven Seite gezeigt hat. Obwohl zerlegt er sich eigentlich relativ einfach. Guck mal, fällt der Spiegel einfach ab. Warum fällt der Spiegel einfach ab? Der ist nicht abgebrochen. Positiv zu erwähnen. So. Ja, noch die Rücklichter, da haben wir es geschafft. Nach 12 Minuten. Dann kommt noch ein Modell. Dann Feierabend. Das war's. Die Rücklichter sind auch raus. So. Da saß in der Ford Mustang. Oh krass, ich sehe auch gerade hier noch ein anderes Detail. Ein Haubenaufsteller. Wie geil ist das denn? Das ist ein Highlight. Geil. Wir haben einen Haubenaufsteller gemacht. Ha, perfekt. Ja. Achte bitte auf Verarbeitungsfehler bei diesem Modell. Ihr habt gesehen, dass die Haube nicht richtig sitzt. Die Felgen sind nicht perfekt. Und generell hat das Modell ein paar Probleme mit den Spaltmaßen. Und lacktechnisch, bis auf die paar kleinen Pünktchen auf der Haube, eigentlich soweit in Ordnung. Preislich, guckt, dass hier sind um die 50 Euro dafür bezahlt, mehr nicht. Wobei, ja, wenn ihr ein gutes Exemplar bekommt und ihr habt das vorher kontrolliert und ihr habt gesehen, dass er keine Lackschäden hat oder sonstiges, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen mehr ausgeben. Aber wenn er Mängel hat, wenn die Felgen scheiße sind, wenn die Motorhaube nicht richtig sitzt, dann guckt zu, dass ihr um die 50 Euro zahlt. Ansonsten könnt ihr so bis 70, 80 mitgehen, wenn keine Mängel da sind. So, Dankeschön, das war das vorletzte Modell.